und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, die wir in Eastshade verbringen. Wir werden hier von einem super tollen Wetter gerade begleitet. Wir sind soeben hier auf dieser Insel gelandet, die mitten in diesem See sich befindet. Auch wenn das Wetter miserabel ist, gucken wir uns wie immer draußen um. Es gibt bestimmt das eine oder andere wieder zu entdecken. Und wir haben ja eine Jacke an, von daher sollte uns da jetzt nicht großartig widerfahren. Wir sind mit unserem durchaus wunderschönen Floß hier rüber gekommen. Ich habe nach wie vor die Hoffnung, dass uns irgendeiner hier ein Boot schenkt. Es sind wieder ja 2 Stück. Vielleicht hat ja jemand die gute, dass wir uns einmal der Inselumrundung widmen können, weil das möchte ich unbedingt versuchen, ob das funktioniert. So, hier ist ein Steg. Oh, was zu schauen. Tiefmoorruinen Verkaufsurkunde. Was? Der Verkäufer verpflichtet sich weiterhin ernsthaft und in aller Öffentlichkeit zu versichern, dass er die Ruinen persönlich betreten und sichergestellt hat, dass sie vollkommen leer und ohne jede spirituelle Relevanz sind. Der Blaurosen-Konzern wird eine archäologische Studie in den Auftrag geben, um die Behauptungen zu überprüfen. Diesen Vorgaben zustimmend legt der Verkäufer den Verkaufspreis auf 2000 Schimmersteine fest. Beim Verkauf gehen alle Eigentumsrechte sowie sämtliche Rechte zur Erkundung und Nutzung der Tiefmoorruinen an den Käufer, den Blaurosen-Konzern, über. Bitte unterzeichnen Sie hier auf der Folge. Aber es ist nicht unterzeichnet. Wir können es auch nicht aufnehmen. Okay, also die Ruinen sollten an den Blaurosen-Konzern gehen. Verstehe, wer will. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber mehr gibt es hier auch offensichtlich. Entschuldigung, nicht zu entdecken. Gehen wir mal rein. Oh, we're not really taking new visitors. There's been an incident. But with the storm, well, I'll give you the room we all plan to give the detective. We're just about full otherwise. We have at least one unpleasant visitor, and several upset ones. There's been a theft in one of the rooms. The police are on their way now, though it might take a while. Don't worry, though. The thief wouldn't dare strike again. Okay. Was wurde denn gestohlen? Some sort of important book. Real valuable, I guess, by the way Mr. Historian is reacting. I don't claim to understand what it does. I just know we can't have any thieves making an escape. We've got all kind of weirdos here. It could be just about any one of them. They're all exhausting me. Most of the guests are napping right now, though, so it's nice and quiet for the moment. Okay. Look, since we've got this shady business going on here, I'm not going to charge you. You can have a room upstairs, first door on your right. At any rate, it looks like you don't have much choice but to stay. The storm is raging out there. Was hat es mit der alten Herberge auf sich? My great-great-grandparents built it as a waypoint for expeditions north, and for folks building windmills on the Tiefmoor Bluffs. It's well past its glory days, and I can't imagine this situation is going to do much to boost its reputation. Irgendwelche Verdächtigen? Not exactly. Well, there was this university student. Strange thing. She arrived around noon, coming from Narva. A few hours later, the historian arrived, followed by Helena and that businessman, Vadim. The student went off to her room. I figured she wanted an early start in the morning. Then she came out a little after sunset, bags all packed, telling me she had to leave and take care of an emergency. I felt bad for her having to leave in the night like that. Okay. Ach, dürfen wir jetzt hier Detektiv spielen? Oder was? Die Ruinen werden gerettet, die Geister darin jedoch nicht. Geschrieben von Esther Clarkwell. Die Tiefmoorruinen wurden seit heute wieder geschützt, nachdem die Sorge nach Störungen des heiligen Bodens aufkam. Die neuen Gesetze besagen, dass die historischen Ruinen nicht für Profit genutzt werden können, falls ein antikes Relikt in der Stätte gefunden wird. Ein früheres Gesetz besagt jedoch, dass im Falle eines solchen Fundes
auf einer historischen Stätte jenes Land automatisch an die Forschung übergeht und von Wissenschaftlern frei für Studien und Aufzeichnungen für die Nachwelt genutzt werden kann. Leider schützt dies nicht die Ureinwohner der Gegend, die fest daran glauben, dass die heiligen Ruinen von niemand jemals betreten werden dürfen. Aktivisten haben laut beteuert, dass es in den Ruinen nichts Interessantes zu finden gibt, aber die Zeit wird zeigen, ob das stimmt und ob die Wissenschaft oder die Wirtschaft die Klippen erobern werden. Also bevor ich jetzt hier hochgehe, wisst ihr Bescheid. Radmila Belinda reserviert. Oh, wir können aber trotzdem rein. Okay. Hallo, ich bin neu hier. Ich wollte nur ganz kurz mal gucken. Ich bin hier der Inspektor oder Inspektorin und gucke mich jetzt hier nur ganz kurz mal um, ob hier alles fein ist, ne? Das ewige Schlachtfeld der Liebe. In Mondlicht gebadet hielten sie einander in den Armen. Sicherlich wird uns niemand etwas auseinanderreißen. Haben wir doch Bestien und eisige Nächte, Hunger und Dürre widerstanden und liegen einander nun endlich in den Armen. Unsere Liebe soll auf ewig halten, doch unsere Kämpfe sind noch nicht zu Ende. Die Zukunft unserer Leben steht in den Sternen und das ist nur der Anfang. Du kannst gehen und ein einfacheres Leben anstreben, eines voller Reichtümer und Bequemlichkeit, Wärme und einem weichen Bett. Niemand würde dich verurteilen. Er wusste, dass keine Wärme so echt sein würde wie die in ihrer Hände. Kein Bett mehr bequem sein könnte, nachdem er mit ihr den Boden geteilt hatte. All seine Reichtümer und Behaglichkeit fand er in ihren Augen, ihre Geschichten, ihrem Lächeln. Ich gehe mit dir. Okay, das ist ein Zettel mit einer Notiz drin. 5, 9, 4, gut, kann man schreiben. 5, 9, 4, 1. Es hat bestimmt was zu bedeuten. Schließen. So, da ist noch ein Buch. Die Geheimmächte der Tiefmoorruinen. Heilende Magie. Manch einer glaubt, die Tiefmoorruinen beherbergen eine magische Kraft, die alle Wunden schließen und alle Krankheiten heilen kann. Warum wir die Ruinen jedoch nicht aufsuchen, um uns dieser Kräfte zu bedienen, ist unbegreiflich. Viele sind sogar der Überzeugung, dass es bereits reicht, sich in der Nähe der Ruinen aufzuhalten, um simplere Krankheiten zu heilen und Sorgen zu vertreiben. Es ist traurig, dass die Nachfahren derjenigen, die diese magischen Orte errichtet haben, diese wundervolle spirituelle Energie nicht mit uns teilen wollen. Stattdessen schließen sie weg. Wollen sie die Kräfte nur für sich allein? Doch wir müssen ihre Wünsche respektieren und können über die unglaubliche Energie innerhalb der Wände dieser zerfallenen Gräber nur weiter staunen. Ich würde ja weiter bestaunen sagen, aber gut, ich streite mich da jetzt nicht. Hallo, wer bist denn du? So you finally made it, Detective. I was hoping you'd be delayed, so we could have more excitement. Ich bin zwar nicht der Detective, aber das alles gefällt dir. Ich mach erst mal da. Well, of course. My sister Belinda dragged me here all of a sudden for a quiet retreat. But I don't much like quietly retreating. I'd rather have the suspense of a conniving thief in our midst. Hast du etwas Merkwürdiges gesehen? No, I'm trapped in this bed. There's nothing at all to see here. But I did hear a young girl pacing outside my door before the theft. She seemed very flustered. I called her inside and we talked a bit about books. She was a student at the university. Suddenly she said she needed to go. What a sad girl. Zahlencode im Buch. You skipped to the last page? Don't spoil the ending for me. The businessman Vadim gave me that book last night. I haven't finished it yet, and I don't know anything about those numbers. They better not be important to the story. Das glaube ich nicht. Das ist erstmal alles. Okay, also dieser Vadim hat ihr das Buch gegeben. Dann gucken wir mal weiter.
bevor wir hochgehen, ihr wisst You're Bescheid. making great strides, Detective. I know you'll have this sorted out in no time. Ich bin doch gar nicht die... Du weißt, dass ich keine Inspektorin bin? Oh. Right. Well, anyway, I'm sure you'll find the culprit. As soon as the criminal still hasn't been found, I've taken the liberty of locking everyone's boat ashore. Shouldn't be travelling in the storm anyway. Why don't you take these keys and continue investigation of the suspects and their rooms? Gut. Wenn er meint, es ist wohl beschlossene Sache offensichtlich, dass ich hier jetzt des Rätsels Lösung finden muss. Oh, ist auch eine Tür. Wir quatschen die gleich an, aber wir gucken erstmal hier einmal durch. Stoff. Senkwald-Herberge, Verkaufsurkunde. Hier ist auch nochmal eine. Kevok stimmt zu, die Senkwald-Herberge zum Gesamtpreis von 1000 Schimmersteinen an den Blaurosen-Konzern zu überschreiben. Der Verkauf beinhaltet das Gebäude, Grundstück und Geschäftsmodell. Alle Angestellten der Herberge werden mit sofortiger Wirkung Angestellte des Blaurosen-Konzerns und sind zur Neuverhandlung ihrer Gehälter verpflichtet. Bitte unterschreiben. Auch nicht unterschrieben. Ganz kurz. Bevor wir es vergessen. Das ist, also einmal Tiefmoorklippen und einmal die Herberge zum Verkauf. Beide Urkunden sind nicht unterzeichnet. So, wen haben wir denn da? Who are you? You don't look like the authorities. Another suspect. When did you get here? Entspann dich mal wieder. Historiker Omiros ist das. Ich bin vor ein paar Minuten herübergerudert. Du verhältst dich auch nicht gerade unauffällig. Ich habe gehört, dass hier etwas gestohlen wurde. Wir bleiben mal geschmeidig. Oh, sure. Well, watch yourself. There's a thief on the loose, and no one's even trying to catch them. Was wurde denn geraubt? In my translation book, it contains runes that would allow me to enter and learn more about the Tiefmoor ruins. It's highly sensitive and confidential information. Also ein Übersetzungsbuch. I was on my way to the ruins when the thief made their move. Very few people know about the translation book. Someone must have been following me. Okay. Das ist sehr verdächtig. And the authorities. Delayed by a boating mishap. At this rate, the thief is going to slip away in the night. Naja, bei dem Wetter möchte ich das bezweifeln. Ne? Hallo, du bist bestimmt die Schwester von der Dame. Hello, Detective. Hallo. My name's Belinda, and I'm an open book, I tell you. Any questions you have, I'm completely ready to answer. I don't have a single thing to hide. Okay, sehr kooperativ. The only suspicious thing I've seen is that historian. He's been running into our rooms, snatching up our things and dragging them around for others to inspect. It makes you wonder if he isn't trying to cover something up. Okay. Ich frage erst mal, warum sie hier ist. My sister and I are taking a relaxing vacation. She hardly gets out of the house anymore, and I thought the fresh air out here would do her some good. Bestimmt. Magische Kräfte mache ich mal trotzdem. Well, who knows, really? We can't get in there to find out. But it's nice to dream. My sister loved hiking and traveling more than anything. Now she can only travel in her books. Ach so, sie kann also wahrscheinlich nicht laufen. I have. It seems that Miss Helena is unwell. I've seen her looking very sick and tired as she moves about the inn. You'll see. Something's wrong with her. Okay, also die verdächtigt jetzt die Helena. Also einmal eine Stimme für Helena und einmal eine Stimme für... Nee, 2 Stimmen für die Studentin. Ist dir irgendwas Merkwürdiges aufgefallen? I have. Oh, Entschuldigung, habe ich ja schon angeklickt. So, dann
Also hier gibt es jetzt keinen Weg nach oben, dann wird es die einzige Treppe hier sein. So, Hallöchen, Popöchen. Bisschen gefährlich, ne? Wer bist denn du? Ah, good. You finally arrived to sort this out. Check through my suitcase and I'll be on my way, detective. Okay. Niemand darf gehen, bis der Dieb nicht gefunden wurde. Good gods, this is truly obscene. The historian likely dropped the book in the lake himself. You've seen how his hands shake. And now he's trying to frame one of us. Ja, der macht ein bisschen einen komischen Eindruck, ne? Hast du irgendwas Merkwürdiges bemerkt? That historian! He's a madman! He tore through our rooms this morning, screaming about his wretched book. Okay, also der vermutet auch, dass es der Historiker ist. Mach mal eine Strichliste. Zahlen im Liebesroman. Numbers? I'm afraid I don't know anything about that. I picked up that book in a small market last week. It wasn't my cup of tea, so I gave it to Rad Miller. Okay, also er hat die offen, nach seiner Aussage, nicht da reingemacht. So, okay, also er verdächtigt jetzt auch den Historiker. Haben wir mal eine Stimme für Helena, 2 für die Studentin und 1 für den Historiker. Was ist sie denn? You don't look like any detective I've ever seen. I won't be answering your questions. Sie ist sehr kooperativ, die Helena. Kommt mir schon ein bisschen komisch vor. So. Weil sie so kooperativ ist, nehmen wir mal direkt ihr Zimmer in Augenschein. Stoff. Was haben wir denn hier? Meine über alles geliebte Familie. Ich habe sehr lange über unsere Mission, die Heiligkeit der Ruinen zu bewahren, nachgedacht. Es hat mir sehr viel bedeutet, dass ihr alle in diesem Kampf auf meiner Seite gestandet. Es schmerzt mich, schreiben zu müssen, dass es um meine Gesundheit nicht gut bestellt ist. Ich habe wenig Hoffnung, doch mit etwas Glück finde ich in Nava eine Behandlung. Ich hoffe nur, dass... Ende. Also Helena scheint auch ein bisschen krank zu sein. Feuchte Fußabdrücke. Schuhabdrücke. Die muss ja kürzlich draußen gewesen sein. Was haben wir denn hier? Okay. Sekunde, ich mal das mal eben grob ab. Vielleicht auch eine Bewandtnis. So. Das sind Runen. Also nach dem, was ich jetzt hier sehe, würde ich sagen, es ist Helena. Weil die hat so ein Runendingens und also der Historiker vermisst ja sein Übersetzungsbuch. Gucken wir mal hier. Warte mal ganz kurz, wessen ist denn das hier? Inspektorin. Also das ist hier mein Quartier. Hier kann ich nachher gleich schlafen, wenn ich möchte. 13 Uhr ist aber noch nicht Schlafenszeit. Das ist aber schon gut zu wissen, dass wir hier ist Badezimmer. Der mit dem Zahlencode. Hier ist die Box. Von den Zahlen weiß er nichts. Okay. 5941. Schön, dass die Zahlen drauf sind. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. 1. Ja, hat geklappt. Gehört er zu diesem Blaurosenkram? V. Na, für was das wohl steht. Ich habe in der Nacht in diese alten Ruinen gegraben, von denen du so besessen bist. Habe dieses Ding gefunden, ziemlich nach einem antiken Relikt aussieht. Dachte mir, würdest es vielleicht sicher aufbewahren wollen, bis du das Grundstück offiziell besitzt. Hoffentlich findest du im Gegenzug ein paar Schimmersteine für mich. Aha. Wadem Relikt, schreibe ich mal dahinter. So. Okay. Und das Zimmer von dem Historiker.
Universität von Nava. Omiros, dieser Brief dient als formelle Benachrichtigung über deine Kündigung von der Universität. Wir schätzen deine jahrzehntelange harte Arbeit, aber leider hat es sich bewiesen, dass aus den Tiefmoor-Ruinen keine neuen Erkenntnisse mehr zu gewinnen sind und die Universität deine Forschung nicht länger finanzieren kann. Oh, der ist gar nicht mehr an der Universität beschäftigt. Unterhopfenwurzel, K&K-Apotheke, Schnellweg, eine Tinktur gegen Nervosität, Vergesslichkeit und zitternde Hände. Nicht mehr als 2 Tropfen pro Tag einnehmen. Der ist ein bisschen nervös, der Junge. Ja gut, ist verständlich, ne, dass er ein bisschen aufgeregt ist. Wadem haben uns angeguckt, das ist unser Zimmer. Helenas Zimmer haben uns auch angeguckt. Die redet mit uns nicht. So. Warst du vorhin auch schon hier? Hi. I'm not really sure what's going on. Nico. Du hast einen Tatort betreten. Ich habe gehört, du hast letzte Nacht ziemlich schnell gepackt. Ach, das ist die Studentin. Schon mal von den Tiefmoor-Ruinen gehört? Oh, right. There was an emergency, but don't worry, everything's okay now. Okay, wer bist denn du hier? Warum hast du gestern schon verschwunden? Schon mal von der Kiste ansehen. Ich frag mal nach den Tiefmoor. Of course. Those halls belong to my ancestors, and my aunt lives on the property. I mean, for now, she's probably going to have to sell it. Warum bist du so schnell verschwunden? Oh, right. Achso, There was Notfall, an Entschuldigung, habe ich schon geklickt. Ich müsste mal deine Kiste ansehen. Oh, are you sure it's necessary? Ja, absolut. Okay, it's just on the ground. Aha, good news. The real detective has arrived. Wo ist das Underground? Ach, da. Eigentum von Nico. Ich kann nicht glauben, dass es das letzte Mal sein soll, dass ich die Ruinen betrete. Ich weiß, dass Tante Helena, das Land niemals für Tourismus verkaufen würde, aber sie ist alt und sieht in letzter Zeit nicht gut aus. Und ich mache mir große Sorgen um sie. Ich habe heimlich kleinere Artefakte herausgeschmuggelt, um sie zu untersuchen. Aber jetzt ist es zu gefährlich. Tante H. wollte niemals, dass Archäologen in die Ruinen schwärmen, aber genau das wird passieren, wenn die Universität herausfindet, was hier unten ist. Sie hat immer gesagt, der Geist unserer Vorfahren lebe hier. Und in dieser kühlen Stille kann ich es beinahe glauben. Es ist wirklich ein heiliger Ort. Na, ich glaube ja, dass es diese Tante H., also Helena ist, immer noch. Schon alleine, weil sie nicht mit uns sprechen wollte. Tiefmoor-Ruinen. Eine einfache und spirituelle Diskussion. Helena Madrot. Das wird sie wohl sein. Es gibt manche Leute in Eastshade, welche die Illusion nicht loswerden. In den Ruinen würden sie große Reichtümer und antike Wunder finden. In Wahrheit ist es unter den Ureinwohnern allerdings seit langem bekannt, dass die Ruinen unserer Vorfahren nichts von materiellem Wert enthalten. Diese Gräber sind die Heimat unserer Vorväter. Und hindurch zu trampeln, um Reichtum und Antworten über die Vergangenheit zu finden, würde das Andenken derer beschmutzen, die vor uns lebten. Ich habe es zuvor gesagt und ich werde es immer und immer wieder sagen, außer den Runengeistern gibt es absolut nichts in den Tiefmoor-Ruinen, das einen modernen Einwohner von Eastshade beeindrucken könnte. Ja. Also sie versucht es in allen möglichen Wegen zu verhindern, haben wir dich schon angesprochen. Hi, I'm Amir. You are going to crack this case, right? My girlfriend and I were supposed to play a show tonight. Oh, this is horrible. I don't know if this will help, but there was someone down on the beach late last night. I couldn't sleep, so I was looking out of my window at the lake, searching for inspiration. But yeah, someone was down there. I couldn't tell. They seemed like they might be tall, maybe, but certainly mysterious. Wen hast du? Welches Zimmer ist gleich deins? Hast du irgendwas Merkwürdiges gesehen? I couldn't tell. They seemed like they might... Das hatten wir schon. Welches Zimmer? Just past the innkeeper's counter. You can go in. The door's unlocked. We figured since we don't have any interesting books, we're probably safe from the thief.
Merkwürdiges gesehen, Tiefenruinen. They're a point of controversy around here. Some people want them open to the public, and some people think they're a sacred space. I understand that the ancient people wouldn't have wanted us to disturb their tomb, but it would have been pretty neat to play a show in there. Ja, aber nicht bei dem Wetter. Haben wir das schon angeguckt, das Zimmer? Gleich hinter dem Tür. Nee, hier waren wir glaube ich noch nicht drin. Riley, Amir. Oh, hi. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich muss mich ganz kurz mal hier umsehen. Aber offenbar gibt es nur Ihre Person hier. Da ist das Fenster aber nicht. Are you the authorities? Do you paint the crime scene to help find clues? Ich bin nur eine Künstlerin, die an Gerechtigkeit glaubt. Okay, well, my boyfriend and I really need to get off this lake. We're supposed to be playing a show in Narva tonight, but the innkeeper won't let anyone leave. Ja. Ja. It's so frustrating. We've never played anywhere important, and the one chance we get. Ja. This has to happen. Ja, du wirst hier schon rechtzeitig rauskommen. A book was stolen. It must contain the meaning of life, because I can't see any other reason it would be such a big deal. Ja, das ist Ansichtssache. Für dich mag es jetzt nicht so wichtig sein. We got here yesterday afternoon. We ate dinner, played some music, and went to bed. I heard some scuffling in the middle of the night, but I just thought it was rats. Ugh, they're everywhere. Okay. Tiefenruinen weiß ich jetzt nicht. It's such a bad situation. The indigenous people just want the land to stay sacred. All they ask is that no one goes in the ruins. But the university is constantly sending people over to investigate. They want to extract the artifacts. And there's this new law that says if the scientists can't find any ancient relics in the ruins, then the ruins aren't historically important, and so don't get any protections. That means the sacred space could be dishonored by random hikers. I mean, of course, the scientists won't find any relics. They aren't even allowed inside. So the land is really in peril right now. It's just a mess. Okay. Just hurry up and find the criminal, okay? Ja, ich vermute, wer es ist. So, da waren wir schon. Du bist gerade erst gekommen und hast dich vor mein Visier gestellt. Are you the impromptu detective? Sorry it took me so long to get here. The innkeeper just filled me in on the situation. It seems like you've been doing good work here. Do you have a prime suspect? Ja, aber du bist doch diejenige, die an der Brücke immer steht. Ja, habe ich. Historiker, Gastwirt, Studentin, Radmila. Keine von denen. Keine von denen? Ich sag Helena. Really? That's very interesting. Let me have a look around and see if I can confirm your suspicions. Ja, ist gut. Looks like you're well on your way to becoming a full-fledged detective. Hey! Certainly nice to have someone else carry out the interrogations. Sad story this is. Looks like Helena was hoping to sell off the land to the tourist industry. Worth quite a lot of money. Says she was trying to take a final look inside the ruins. That's why she needed the book. Must have been having second thoughts about selling the land. Unfortunately for her, we've now got solid evidence that the ruins are filled with ancient relics. No chance of selling the property now. Ownership will most likely default to university. Well, I'd be remiss if I didn't reward you for your work. Please, accept these glowstones I'm authorized to award good Samaritans like yourself. And I believe my work here is just about done. Vielen Dank. Ja, dann würde ich mal sagen, dass der Historiker wieder eingestellt ist. Das freut mich sehr. So, you actually weren't the detective after all? Nee, aber ich habe die I trotzdem just geschnappt. had to see if there was anything in the ruins. All my life, I've believed there's nothing but spirits in there. I've started to see that no one else believes that.
I can't afford for the land to go to science. Science doesn't pay. But my heart couldn't afford for the ruins to be opened as a tourist location. I just thought the translation book might hold some answers for me. Might help me solve this puzzle. Vadim made an offer on the land. He suggested running his own excavation for sacred objects, but really I knew he would do everything possible to destroy what he found. I took the book and planned to sneak inside the ruins. Just take a peek. I wouldn't have destroyed anything, and if I found something, I would have reported it to the university right away. Now, the ruins will be opened to the university. We'll just have to see what happens. Okay. Ja, dann würde ich sagen, sind wir hier erstmal durch. Mach ich mal ein schönes Bildchen. Oh, schönes Wetter. Schön. So, jetzt kriegen wir ein Boot geschenkt. Wenig. So. Ich will auch ein schönes Bild malen. Als kleine... Geht das schon wieder nicht. Ich könnte schon wieder, ne? Nee, das ist zu nah. Okay, dann so. Manchmal muss man das Ding ein bisschen austricksen. Ich weiß nicht, warum man das immer nicht nimmt. So, E. Ah, so. Ah, hier ist der Historiker, ja. Na? Well, after we recover the translation book from Helena, maybe I can get my position at the university back as well. Ja. The ruins have always been important to her. I only hope I can preserve them for future generations. And imagine what we can learn about the past. Eventually, I hope it will be better this way. If we uncover even one artifact, the ruins will be protected forever. No tourists, no names carved in the walls by hooligans, no trash tossed around. Just a bastion of history. On an unrelated note, I saw the... shall we call it the watercraft you arrived here in? I've drawn up some instructions for you on how to build a reed boat. They're commonly used around here. No need for whatever that thing is. You also find reed boats quite capable of coastal travel. I can't imagine your contraption there is. You'll need heavy reeds. They're wider and flatter than the usual sort. Best wishes, and... sorry for accusing you of taking my translation book. I'm sure you understand. Ja, alles gut. Du warst ja aufgeregt. Oh, vielen Dank. Leute, wir haben zwar kein Boot gekriegt, aber wir können uns ein Boot bauen. Das machen wir noch mal schnell. Wir haben ein Boot, Freunde. Ist das schön. Das packen wir rein. So, Freunde, und so sind wir jetzt schon wieder am Folgenende angekommen. Ich bedanke mich bei allen, die mit investigiert haben und Detektiv mit mir gespielt haben heute. Ja, wir machen weiter in der nächsten Folge. Ich bin gespannt. Wir können endlich das Boot nutzen und ich würde sagen, wir versuchen einfach mal, nachdem wir die Bilder abgegeben haben. Noch haben wir ja gar nicht alle Bilder abgegeben. Die Eishöhle fehlt noch. Ha, das ist das nächste, was wir machen. Die Eishöhle. Ich freue mich drauf. Macht es gut, passt gut auf euch auf. Ciao, Kakao. Bis dann.